Hallo Freunde und willkommen zurück zu Marvel Midnight Suns. Wir haben in der letzten Folge mit diesem wundervollen Faithbreaker, wie er ja im Englischen heißt, oder die Eidbrecher, glaube ich. I know Was this auch is immer. difficult for you, Stephen, but the sanctum is gone, and we need to plan for what comes next. What's next? Armageddon has already happened. What's next is hell on Earth. The barrier has been breached. Expect the world to fall, city by city, nation by nation. I'm not ready to give up, and neither should you. It's not just losing the sanctum that hurts us. It's also Banner. We will handle him, as long as he doesn't become the Hulk. It's his mind that I'm most worried about. That rift charge is just the start of the awful things he could conceive of. He is Lilith's most powerful weapon now. Then you know what we need to fight back with, right? We tried. Blaze is being impossible unless he gives us the parchment. Shh. Voices carry. Let us lower ours. Today's not the day to sleep in, Hunter. Get to the war room. Ja, dankeschön. Ja, wir sind ins Sanktum gegangen und das Sanktum wurde in die Luft gejagt. Okay. Scheinbar hat... I hydrate. Blood is mostly water. Ja, das ist korrekt, sonst wäre es nicht flüssig. Und ja, es gibt auch Flüssigkeiten, die nicht besonders viel Wasser enthalten, aber dazu was anderes. Scheinbar hat Johnny Blaze ein Parchment of Power. Was genau das ist, ich weiß nicht, ob es explizit erklärt wird, aber kleiner Spoiler, es ist eine Seite vom Darkhold. Lilith and her minions did a number on New York. Yes, and New York is just a taste of what is to come if we do not stop her. I haven't seen the city in such a state since Blade and I tore through Times Square. That was even worse. Cool. What happened between you and Blade? Do you want the long version or the short version? Wir haben Zeit. I want details. It was our first encounter. Blade wondered if I was an alien, because I was unlike any other vampire he'd fought. You are unlike any other vampire. True. Anyway, he tried to stab me with a wooden stake. I threw him off the roof of a building. The battle only ended after I drained him of a few pints of blood. Wait, you mean you bit Blade? Oh yes. In fact, I believe my bite granted Blade his vampiric strength. Blade says he was born a Dhampir. Well, that's his side of the story. But I know the man I once fought only grew stronger after that encounter. I am unsure who to believe. I may ask Blade about this. No need. I just told you everything you need to know. He's a bit sensitive about the topic. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ach komm, wir haben noch ein paar Komplimente, oder? Our enemies shrink in fear when they see you. That is good. If my skin wasn't so pale, you'd see me blushing. Je heller die Haut ist, desto leichter sieht man das, oder? Würde ich jetzt sagen, macht Sinn. I can't imagine how Dr. Strange feels right now. I would like to offer my sympathies, but... You do not wish to disturb him. I'm sure he'd like to be with his own thoughts. Weiß ich nicht. I think Dr. Strange would appreciate the support right now, even if it is just kind words. Thank you for your insight, Hunter. Everyone is different when it comes to grieving. The sanctum was his home, but he has a place here in the Abbey. I hope that sentiment comforts him. Either way, I recognize how important it is to have a safe haven to return to. Did the X-Men have a similar home? We do. We've had several close calls, but there's still a place for us to return to.
I don't want Stephen to think I'm pitying him. Dr. Strange will not assume you are offering him pity. He will know you are being genuine. I worry. I suppose it just depends on how I word it. Coming from someone who is still learning their social cues, that is very true. Maybe we can workshop something together. I appreciate your help, Hunter. Ich frage mich, ob sie auch zu einem Workshop dazu kommt. Aber es würde wenig Sinn machen, weil wir haben unsere 3 Workshops zusammen. Also es gibt nicht noch mehr. Und sie passt ehrlich gesagt in keinen wirklich rein. You think they'll notice if I just don't say anything? Ignore the prompt? A guy can wish. I heard Strange's spooky funhouse went poof. But look on the bright side. Things can't get any worse. I am a little surprised by your optimism. Why? Half the weirdos here have survived more than one apocalypse. A house going bye-bye isn't too bad. You have a point, but Strange just lost his home. This was another major loss. Yeah, sorry, pal, but I find it hard to cry over a bunch of wood and nails. Unless I'm crashing through a building. Yeesh. You have never had a home? Nope. Not unless you count the abandoned subway system. She may have smelled like garbage, but it was my garbage. The Abbey's the only home you ever had, right? Correct. I spent my entire life here. And what came after? So you'd be like Dr. Magic Man if this place went down in flames. Wahrscheinlich, aber I cannot say. It is hard to imagine myself without the Abbey. Kinda like how it's hard to imagine me without Hydra Bob. I get it. Home can sometimes be a person. Ugh. You read that off a doormat? I won't say a peep to Dr. Strange about his house. Don't worry. ja, generell. Also, die X-Men-Interpretation von Deadpool war zwar nicht gut, ne? Aber ich glaube, es war echt das cleverste, Deadpool den Mund zuzunähen. So. Auch wenn es ihm nicht gefällt, aber wir haben Arbeit. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir was für ihn zu tun haben. Bewertung von Heldenfähigkeit gewährt mehr Essenz. Sehr nett. Okay, jetzt fühlt sich das langsam wie zu Hause an. Wenn zu Hause neben die Wände bluten und Puppen schreien, aber das heißt nichts. Okay, so that's 2 superhero strongholds Lilith's reduced to rubble, and now she's gone and really pissed me off. Bessere Qualität oder mehr Heldenmissionen. Obwohl ich bezweifle, dass Miss Rasputin eine besonders gelehrte Schülerin ist, glaube ich, dass ihre Genauigkeit bei der Platzierung von Portalen aus großer Entfernung verbessert werden könnte, wenn wir unsere Ziele schneller erreichen. Moment. Verbessert werden könnte. Wenn wir unsere Ziele schneller erreichen, wird sich das auszahlen. Gehen wir los. Schmiedeverbesserung. Nehmen wir gerne mit. Und dann Helix-Analyse. So, hier haben wir 5 Helden. Wir kriegen trotzdem, glaube ich, nur 4 Karten. Das heißt, ein Held geht auf jeden Fall leer aus. Genius Inventor strikes again. Ich nehme mal das heilige Geschenk mit. Die sind nicht gut. Heldendeck barbarisch ist nicht verbessert. Wir haben einen schnellen Schlag noch nicht verbessert. Was machst du denn verbessert? Another magical mystery box. Noch ein Knockback dazu. I used to design sentient future tech. Ja, doch nehmen wir das mit. Und noch die nächste. Gucken, wer diesmal leer ausgeht. Sometimes I even impress myself. Der ist awesome.
Gerade wenn wir das mit ein paar Chain-Angriffen, also Verkettungsangriffen verbinden. Geistesbrecher ist cool, aber leider dunkel. Toll. Astralmeditation. Die ist auch ziemlich gut, muss man sagen. Der verwendete Kampfgegenstand wiederherstellen ist cool. Ne, ist nicht so schwer. Nicht schlecht, aber das zieht 2 Karten nach, ist halt ziemlich nice. Nur die Verbesserung ist halt zu wünschen übrig. Ich nehme... Na komm, wir nehmen die Karte mal mit. Farewell. Sehr schön. Und ich nicht irgendwo... Ich dachte, ich hätte hier irgendwo eine Essenz rumflattern sehen. Hier oben Gloss, ja. Es kann auch sein, dass es das gewesen ist. So, da ist noch Charlie, den können wir noch fix streicheln. Und dann geht's ab in den Room, beziehungsweise nein, dann geht's erstmal noch... Ach ja. Ist ja... Hey, Charlie Warley Puppy Face. Es zeigt ja nur noch die Xbox-Controller an und nicht PlayStation-Controller. Y hätte mich darauf hinweisen können. Aber demnach bringt es logischerweise nichts, wenn wir mit dem PlayStation X drucken. So. Freundschaft, eine seltene Blaupause und Wahrheit. Das wäre auf jeden Fall was für dich oder dich. Wobei für Morbius wäre das auch nicht verkehrt. Da sein Blutdurst ja auch anhält, solange er Blocken hat. Ich war gerade über die Übersetzung überrascht, aber sie machen zumindest eine sinngemäße Übersetzung. Das ist schon mal schön. So, Kampftherapie. Caretaker could have at least left me a chair. Nee, Marvel. Und die Fähigkeitsverbesserung. Bei dir halt den schnellen Schlag. This'll make a difference. Nico hat noch was. Wiederherstellen, ja. Sehr gerne. Ah, stimmt, wir haben die modifizierte haben wir jetzt verbessert. Okay. Ich hoffe, sie verwickeln mich nicht direkt. Hell has literally come to Earth. This is a worst case Sehr scenario. gut. I'm Infospeicher. ready when you are. Wobei wir sollten erstmal gucken, was wir für Missionen haben. Nicht, dass wir den Helden wegschicken, der jetzt auf Mission gehen sollte. Und ja, es ist vielleicht nicht zwangsläufig clever, so viele Dings gleichzeitig zu entschlüsseln. Okay. Poor Dr. Strange. I only know a shade of the loss he must feel. On the bright side, Hunter, you didn't turn into a symbiote monster. Mal kurz. The sanctum's gone. It's So. unbelievable. Ich dachte, ich hätte das schon freigegeben, aber scheinbar nicht. Getting reports of zombies in the sewers. Vampires in Manhattan? More vampires in Manhattan. The green sky is growing. All right. Let's not give in to rumors. Sorry, Cap. I don't think these are just rumors. The old Spidey sense has been on double red alert since... We lost the sanctum? Perhaps now you understand why I was so adamant we save it. Think of the sanctum as our world's supernatural ozone layer. When it breaks down, or explodes... Holes open up. Only in this case, instead of a nasty sunburn, you get demons. Lots of demons. And his children basked in his light as the temple of the false gods fell. Oh, what album is that from? The prophecy. The dark god Cthon readies his return. Well, does the dark god Cthon own a dude ranch in the Southwest? Because there's a whole lot of something going on out there. Should, probably tell them. About? The carnival. Johnny Blaze and the Quentin Carnival. No way.
Who exactly is Johnny Blaze? Sort of a jerk. Legend. Famous stunt rider, fellow spirit of vengeance, and keeper of the parchment of power. The final page of the Darkhold. Okay. The missing piece my mother needs to complete the prophecy and free Chthon. When were you gonna tell the rest of us this? Welcome to our world. The entire point of a secret guardian is to remain secret. Yeah? From the look of things, I'd say your little secret is out. With the barrier gone, our enemies must have been able to detect the page's foul presence. Lord knows what wretched evil Lilith sent to retrieve it. Sabertooth. Zwar jetzt Fallen Sabertooth. So, wir können sogar mit der nächsten Handlungsmission schon starten. Das ist schön. Oh, wir können Venom holen. Dann würde ich das zunächst machen. Dann können wir nämlich Venom freischalten. Oder wir schalten Wolverine frei. Ja, auch das wieder eventuell ein kleiner Spoiler. Wobei wir ja schon, beziehungsweise ich ja schon mehrfach gesagt habe, dass wir Wolverine bekommen. Deshalb fand ich es ein bisschen doof, dass wir ihn schon für Storm zur Verfügung hatten. Aber okay. Moment, ich habe eine Münze hier. Ihr werdet das Ergebnis zwar nicht sehen, aber ich sage jetzt einfach mal, Zahl ist Venom und Kopf ist Wolverine. Moment. Hup. Kopf. Also Wolverine it is. Ich würde gern wissen, wen ich dafür brauche. Beziehungsweise ich kann ein paar Leute ausschließen, die ich dafür nicht brauche, um sie auf Heldenmissionen zu schicken. So, wir haben nämlich nur 3 Tage für 2 von den Heldenmissionen. Ist gut. Party, eine seltene Fähigkeit und eine seltene gemordete Fähigkeit. Schön. Wir können ja, glaube ich, 2 Helden losschicken, also können wir auch einfach beide machen. Wir haben erfahren, dass in der Partyszene von Hell's Kitchen etwas Seltsames läuft. Ich war in letzter Zeit auf ein paar Partys und ich sage euch, da stimmt was nicht. Vielleicht ist es Hydra, vielleicht ist es Lilith. Ich weiß es nicht. Aber ich spüre böse Vibes und habe für heute endlich eine Einladung. Bekomme ich zur Unterstützung eine Begleitung? Hellcat wartet auf unsere Hilfe und ihre Begleitung. Ja, dann schicken wir mal Morbius los, weil den werden wir nicht brauchen. Generell können wir eigentlich immer DLC-Charaktere schicken. Und Spinnweben und Leichenwagen. Dringende Anfrage von Jessica Drew, einer ehemaligen Avenger. Okay. Wer auch immer sie ist. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sozusagen einfach nur eine normale Angestellte. Oder wenn sie irgendwie bekannt ist, kenne ich sie zumindest nicht. Nachdem der Onkel eines ihrer Klienten verstorben war, hat zweimal jemand versucht, seine Leiche zu stehlen. Wenn wir einen Helden schicken, um die Beerdigung zu überwachen, wird sie uns alles sagen, was sie über die jüngsten Aktivitäten von Hydra weiß. Ja, dann schicken wir mal Storm. Und da haben wir nämlich auch viel zu wenig Fähigkeiten. Gut. Und da liegen noch ein paar Credits und ein bisschen Gloss. Nein. Credits. Feeling good today, girl? Einmal kurz auf die Karte gucken. Okay, wir haben... Wo ist die denn hier hinten? Den sollten wir auch gleich mal kurz besuchen. Ich würde aber eben fix die 3 Truhen noch öffnen. Eben fix noch schnell und so, ne? Kennt das Problem. Oh, panzerbrechender Talisman. 2-mal verwundbar auf einen Gegner mit Blocken einsetzen. Das ist sehr nice gegen die Schildwachen. Generell muss ich sagen, die Schildwachen, sie machen mir nicht unbedingt die größten Probleme, aber meistens die meisten Sorgen von den Elite-Hydra-Gegnern. So. Und wo wir schon bei ein paar Spoilern waren,
Wir werden gleich in der Hauptmission, wo wir Wolverine freischalten, auf neue Gegner stoßen, die wir so noch nicht kennen. Und das wird uff. Wobei, eigentlich nicht. Eigentlich sind die gar nicht so schlimm. Ich mache mir da immer nur viel zu große Gedanken drum, aber die machen es uns eigentlich sogar noch relativ leicht, sie zu besiegen. Aber das werdet ihr gleich sehen. So, ich werde mich während des Gesprächs mit Steven mal muten, weil meine Vögel gerade wieder ein bisschen ausrasten. Doctor? If you've come to cheer me up, don't waste your time. There is nothing you can do or say that could possibly lift my spirits. I just came to express my condolences for the loss of your home. I appreciate that, but I wish that was the only thing that was lost. What else was lost, Doctor? Do you even have to ask? You saw that all that dark energy burst from my building, electrifying the New York skyline with a supernatural storm. Those were Lilith's forces erupting into this world. Now they are free to scour every corner of this earth for the parchment. You should have let me go down with the sanctum. Maybe I could have reactivated some ward of protection that would have prevented all her Lilin from escaping into the wild. You are too important to sacrifice yourself now. But what if my death could have saved our entire dimension? I still would not do it. We need you, Doctor. I do not believe we can defeat Lilith without you. I could say the same about you. We must accept this loss and gather our resolve. Like it or not, the reality is that Lilith is one step closer from completing the Darkhold and summoning Chthon. We cannot let that happen. So, sorry. Ich habe leicht vergessen, auf welcher Taste ich das Entmuten hatte. Und entsprechend einfach ein paar Mal die falsche gedrückt. Wir haben durch das Licht eine neue Fähigkeit bekommen. Und zwar können wir jetzt Charlie beschwören. Durch Handtastangabe zum Licht wurde eine neue legendäre Fähigkeit freigeschaltet. Charlie beschwören. Setze Charlie beschwören ein, um Charlie im Kampf an Handtaseite zu rufen. Sammle weitere Lichtgleichgewichtpunkte, um zusätzliche Belohnung freizuschalten. Und ja, die Karte ist cool. Möchte ich nicht, schlecht reden. Aber ich werde sie trotzdem nicht spielen. So leid es mir tut. Charlie beschwören ist cool, keine Frage. Und gerade auch mit dem Heulen ist Charlie halt schon echt mächtig, weil einfach ein Riesengebiet Gegner markieren. Aber es kostet halt trotzdem schon eine Aktion, allein in dem Zug. Das heißt, wir könnten höchstens, wir haben dann noch 2 Aktionen, gut, die können wir komplett für Charlie verwenden, weil wir 2 Karten von ihr ziehen. Aber, ja, ich weiß nicht, zum Beispiel Magic hat ja auch die Fähigkeit, noch einen anderen Helden dazu zu rufen. Das kann natürlich zwischendurch nützlich sein, gerade weil die Gegner dann vielleicht ihren Schaden ein bisschen mehr verteilen. Aber ich mache es trotzdem echt selten bis gar nicht. Gut, ich würde mal... Heilige Geschenk ist halt schon nice. Weil ich gerade nicht weiß, was waren deine Verbesserungen? Der Heldenkarte. Das ist halt gerade in Kombination zum Beispiel mit Tony ganz nett. Weil der ja darauf seine Angriffe hat. Oder zumindest ein Angriff besser wird, wenn er mehr Karten hat. Deshalb, wir behalten die Karte auf jeden Fall mal. Und ich würde vorschlagen, wir laufen zurück zum Table. Gucken, ob wir eine Cutscene triggern. Und ansonsten gehen wir mal fix die Decks durch von den Helden, die wir dann mitnehmen werden. Dr. Strange will shake this off. I'm sure he's seen worse.
So. Und wir dürfen uns sogar noch einen Helden dazu holen. Ich bin schon fast versucht, Magic zu nehmen, aber wir haben ein paar Leute, die auf jeden Fall Training brauchen. Ach komm. Wir nehmen Robbie mit, weil wegen Hello Spirit of Vengeance. Quatsch, bei unserem Deck muss ich ja jetzt nichts bearbeiten. Wobei ich will den Anzug wechseln. Ich mag diesen Anzug ja nicht. Rein optisch finde ich den nicht schön. Könnten den Borderline mal wählen, den gewöhnlichen. Den haben wir schon freigeschaltet. Ach komm, wir nehmen Borderline. Irgendwie eine fancy Farbe. Nee. Und Weiß steht uns gut. Ich sag selten, dass irgendwem Weiß gut steht, aber uns steht Weiß besser als vielen anderen Menschen. So. Wolverine können wir sein Deck nicht bearbeiten, aber bei dir können wir mal reingucken. Nein, wir haben keine weiteren Karten. Dann gucken wir mal eben nochmal in Wolverines Deck rein, was wir so haben. Wir haben 2 Kettenhiebe, 2 schnelle Hiebe, 2-mal Berserker und 2-mal Ausweiden. Karten kennen wir ja alle schon. Haben wir schon mit allen gespielt. Also, let's go. Und ja, es ist so gesehen auch schon wieder. Wir werden gespoilert, dass Dingens mit dabei ist. Aber naja. The others do not seem as excited. He has a bad reputation, but I think he's just misunderstood. Weiß ich nicht. Er ist schon nicht nett. Also was heißt nicht Blaze nett? has kept the parchment of power safe so far, but he won't withstand a full-on assault from Lilith on his own. He will not be on his own much longer. The parchment will stay safe. Good. And while you're there, see if you can talk some sense into him. Was auch immer sie damit meint. Na, wir gucken mal, was denn so abgeht. He didn't have it. How about you? We're being paid to find the page creed. Have fun on your own time. Oh, this ain't about the money anymore. Get inside, and you can go straight to hell. All of you can! Da ist sie. Oh, crap. That's just cheating. Surrender the page, Blaze. Nice meat suit, lady. Surrender, or be destroyed. Ah, they dug up Junior, too. Child. Struck a nerve, huh? Then you're gonna love this. Heard you were dead, Johnny. That was the idea. I'd ask what you were doing here, but I just pumped a few rounds in his chest. The legendary Johnny Blaze. I have heard much Hear that? This is your fault. Play with Mama all you want. I've got people to save. Mama. Long story. Die Nestmothers beschwören mit jedem Zug Altäre, vernichte sie, um den Nestmother zu schaden. Wenn Altare nicht zerstört werden, verwandelt die Team Nestmother sie möglicherweise in Monumente. Monumente haben verschiedene Effekte, die den Gegnern helfen und die Helden stören können. Blaze can handle the escape on his own. You've got a big problem of your own to deal with now. They call that one a Nest Mother. And those altars she's summoning are going to make things a lot harder unless you destroy them too. Kriegen wir hin. Das Schöne ist, die Altäre halten nichts aus.
Und wir haben mehrere Helden, die AOE-Schaden machen. Was ganz nett ist. Fangen wir mit dem ersten Helden, der AOE-Schaden. Oder was heißt AOE-Schaden? Das ist ja nicht direkt in dem Sinne AOE, aber Verkettenungsangriffe können halt Schaden verteilen. Und das macht sich ganz gut. Dann schubsen wir mal das Hundi in die Leylinien. Mir ein bisschen wie Verschwendung vor, aber ist ja auch nicht dumm, das zu tun. Wenn wir töten den Hund und direkt den Altar, ne? Ja, let's go. Oh, wir machen uns selbst schon. Da hätte ich drauf achten können. Und ja, das Schöne ist, auch wenn die Nestmother beschützt wird, oder Nestmutter, nimmt sie halt trotzdem Schaden. Naja, und die Tatsache, dass die Typen jedes Mal, wenn sie ihren Block erneuern, sich selbst schaden, finde ich auch immer ganz nett. Kommst du mit dem Kettenhieb von dem zu dem zu dem Hundi? Perfekt. Das sind nochmal 2 Schaden. Und ja, die Nestmutter haben meiner Meinung nach viel zu viel AP. Dann der schnelle Hieb hier drauf. Und ja, das ganze Lifestyle auf Wolverine ist natürlich ein bisschen übertrieben gerade, beziehungsweise gerade auch ein bisschen unnötig, aber hey. Dann können wir noch gucken, den schalten wir noch aus. Und die Frage, wie viel Schaden. Beziehungsweise wir kommen eh nicht durch den Block von ihm durch. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal den anderen ein bisschen Schaden. Ich überlege gerade, werfe ich dem vielleicht noch einen Dingens rein, einen Stein ins Gesicht. So, machen wir auf jeden Fall. Und dann schubse ich dich vielleicht sogar mal noch. Weil wenn ich dich in Wolverine selbst reinschubse, bist du tot. Das heißt, Wolverine kriegt den einen Hund ab. Ghost Rider, also Robbie, kriegt ihn ab. Und sie, ja, wir wissen nicht, was sie macht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt wieder neue Altäre beschwört, ist sehr hoch. Meistens fangen die erst an, Schaden zu machen, wenn 2, 3 Altäre da sind und sie mindestens einen in ein Monument verwandelt hat. Weil es kann auch sein, dass sie einfach 2 Aktionen hat. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ist schon was länger her, dass ich gegen die gekämpft habe. Aber ja. Okay. Ja, normalerweise, wenn sie keine beschwören muss, verwandelt sie einen und greift dann an. Das ist nicht so clever. Und wie gesagt, das Schöne ist halt, die kriegen immer mehr Schaden. Ja. Und bei den Monumenten können wir halt jetzt gucken. Was macht denn das? Alle Gegner explodieren und versuchen dabei 44 Schaden, wenn sie K.O. gehen. Assuming we can get past that Guardian. Not my first rock monster rodeo. Nothing to worry about. Okay. Also erstmal, das war gar nicht, was ich wollte, aber okay. Machen wir das? Dann machen wir mehr Schaden. Wir könnten Schaden anrichten. Kann aber auch erstmal nur euch beide killen. Das Problem ist, ne, durch das Monument explodiert er ja trotzdem. Das heißt, ich habe effektiv jetzt nur 6 HP regeneriert, aber naja.
Die Fesseln des Feuers. Das gefällt mir gerade alles nicht. Das Opfern bringt mir nicht viel. Die Sicherkette bringt auch auf jeden Fall was. Ich weiß halt gerade nicht, verursacht die Explosion jetzt auch ein Explodieren der Leylinien. Das werden wir jetzt herausfinden. Ja, Robbie kriegt noch mehr Schaden. Was aber nicht so schlimm ist. Wir können uns ja mit ihm verbissen. Nö. Gut, dann können wir Seele entziehen, wieder einsetzen. So. Dann machen wir es halt so. Whatever gets the job done. Okay. Eine Aktion haben wir noch über und ich würde sagen, Hunter ist getarnt. Robbie ist das Ziel, also verzieht sich Robbie noch. Das heißt, ja, bleibt nicht viel über, ne? Nee, das ist gerade nicht so clever. Nö, das lassen wir jetzt einfach so, würde ich vorschlagen. Beziehungsweise wir schubsen einfach den Hund noch irgendwo rein. Weil, warum nicht? Gratis Schaden und so. Können halt leider nicht das... Doch, wir können das Monument kaputt machen. Das ist noch sinnvoll. Weil es nochmal ein bisschen Schaden macht. Bleiben zwar 2 Dingens stehen. 2 Altäre. Aber ihr seht, die hat nicht mehr viel HP und demnach... passiert nicht mehr viel. Mehr Hunde. Wir müssten jetzt eigentlich, glaube ich, als Wolverine zielen. Fall before me. Und sie wird jetzt auch Wolverine angreifen. Genau. Hey. Ja, AOE-Angriffe. Naja. Das hätte schlimmer enden können. Gut, ja, Monument des Elends debufft uns. Das ist ja einer unserer Helden. Mit langsam. Any altars you don't destroy shall attempt to turn into monuments. Shrines to Lilith that manipulate the battlefield. I never knew my mother was so vague. 140. I assume that comes with the territory when you have a cult following to maintain. Wir müssen den Altar hier noch kaputt kriegen. Aber das sollte kein Problem sein. It just keeps getting easier. Das Urteil lassen wir gerade mal weg. Den Herald brauchen wir auch gerade nicht. Heilige Flamme. Ah, machen wir. Ja, wir nutzen die Heilige Flamme hierfür. So, ziehen wir nämlich eine Karte und die Nestmutter steht drauf. Your mother abandons you. Lilith won't be happy to see her favored ones fall so easily. Und ja, hier war der Vorteil, dass wir nur die Nestmutter besiegen mussten und nicht alles andere erledigen. You cannot resist, child. The prophecy will be fulfilled. Maybe so. But not today. Let's hope not. Not so tough without that little pop gun of yours.
Not as much as me. Somehow, you get uglier every time I see you. And you get smaller. Runt! Stop fussing over me, you idiots. After them. Und ja, jetzt kommen wir meiner Meinung nach in die coolste Arena. Und es No geht. escape this time, Creed. I was gonna say the same thing to you. Mhm. All of you. Es geht gegen den gefallenen Sabertooth. Sabertooth wartet nicht auf den feindlichen Zug, bis er seinen Angriff startet. Also sehr schnell. Looks Ja, like Mommy er hat gave halt her Faserei a chance. entsprechend. Too bad she couldn't do something about that face. You're full of jokes now. But let's see how funny it is when I spill your guts. Already killed you once, scumbag. Ain't gonna be a problem doing it Bonk. again. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal 3 Seelen generiert. That's the best you got? Die Heldenkombo ist zwar geil, aber dafür fehlt uns halt definitiv der Heldenmut. Wo wir gerade beim Heldenmut waren, ne? So, ich hoffe nur, dass er jetzt keinen von uns umbringt. The advantage is mine. Enjoy this. Das ging ja noch vom Schaden her. Okay. Wie viel haben wir? 144, 152, 123. The light is on our side. Erstmal ordentlich was dazu holen. Ich weiß halt nicht, ob das Provozieren trotzdem triggert. Das werden wir jetzt rausfinden. Maybe it's time you quit this racket. I'm gonna tear you a new one for that. Ja, die Benommenheit ist jetzt natürlich sehr uncool. Dann noch ist. Ich kann ich nicht anvisieren. Ich könnte natürlich auch einfach auf Creed gehen, ne? Ja, ich glaube, ich sollte grundsätzlich mal mehr anfangen, mich auf die Main Targets zu konzentrieren. It is nice not being on the receiving end of your wrath. So, das trifft leider nicht ganz, verdammt. Aber das funktioniert. Da das alles keine Aktionen sind, die wir nutzen, kriegt er einfach so Schaden und wir lachen ihn aus. So, die Hunde tun jetzt weh. Oh, verdorben ist halt auch richtig assi. Ich muss sagen, die haben mehr Schaden gemacht, als ich erwartet habe. Is it my turn now? You're gonna pay for what you've done here. I'm gonna make sure of that. Small man talks a big game. So, ich hole mal lieber das, den Lifestyle dazu, auch wenn er jetzt agiert. Was hast du jetzt gemacht? Dich gebufft? Nächste Aktion verursacht hohen Schaden und wendet verwundet an. Uncool. Dann sollten wir auf jeden Fall mal anfangen, Leben zu generieren. Ich kann noch Sachen nachziehen.
Ich hoffe persönlich gerade vor allem auf eine ganz spezielle Karte. Das ist es alles nicht. Ich hatte gehofft, dass wir... wie heißt's? Dass ich den schnellen Angriff ziehe. Ich meine, das killt trotzdem den einen. Dann können wir vielleicht mit Wolverine noch ein bisschen aufräumen. Dann kriegen wir wieder Seelen voll. Levelaufstieg sogar noch dazu. So. Okay. Ja. Schalten wir 2 aus. Bleibt nur noch der eine Hund und halt Creed, der jetzt draufhaut. Also draufhaut. So. Autsch. Aber ja, das werden wir überleben. Dann, was ich noch machen kann. Zum einen das einmal werfen. Und anschließend dich da reinschmeißen. Und nächste Runde ist der auch tot. Das Ding hat keine Reichweite. Ich kann auch sogar noch was ablegen. Ist vielleicht gerade auch nicht verkehrt. Bei 2 Dings haben wir noch 2 Heldenmut. Die können wir hierfür verwenden. Das ist zumindest Schaden. Und vor seiner nächsten Aktion sollten wir ihn dann besiegen können. Cute trick. Mhm. They are committed to the darkness. Okay, das ist vollkommen in Ordnung. You should have seen their faces. Family night at the carnival. I could have almost right before they bought it. You'd be doing me a personal favor if you could shut him up. Permanently, if possible. Ich bin dabei. You're the lady. Ja. Kann ich dich erstmal hier reinschubsen? Das macht nicht so viel Schaden, wie ich gern hätte. Das heißt, er kriegt noch eine... That'll be healed before you can try again. Müsste halt kritisch sein. Nee, gerade will ich keine Seele entziehen haben. Das Urteil... Wenn ja, Urteil wäre auch eine Möglichkeit, ihn zu killen. Noch. Okay, nee, bringt uns beides nichts. Schade. Na komm, dann halt mal übers Urteil. Und die restlichen kriegen wir auch besiegt vor Ende der Runde. Das heißt, wir machen jetzt einmal den Kettenhieb. Quatsch, nicht den Kettenhieb, den schnellen Hieb. Für den hier hinten. Und dann mit dem Kettenhieb schalten wir die beiden Hunde hier auch noch aus. Und bevor Creed aufsteht und das als Aktion zählt, beziehungsweise als Karte, die wir spielen, beleben wir Hunter jetzt eben schnell wieder. Gut.
Looks like they called for help. Hunde. Coming at me now. Lilith has found the ideal servant in this one. His soul was black long before she got to it. Yeah, when it comes to pieces of trash, old Sabretooth here is 1 in a million. Jetzt mal heilen. Auch wenn das jetzt entsprechend Sabretooth wieder triggert. Das ging. Da habe ich mit Schlimmerem gerechnet an Schaden. Dann können wir gerne mal die Helden-Kombo einsetzen, würde ich sagen. Beziehungsweise, Moment, mal kurz Hunters Position ausnutzen und die Hunde ineinander schubsen. Da können wir Hunters neue Position nicht ausnutzen, um Sabretooth anzuspringen. Das wäre schön. Weil das könnte funktionieren. Wenn er da stehen bleibt, könnte der Winkel hinhauen. Nee, dafür hat er ihn zu weit zurückgeworfen, okay. Gut. Heldenkombo, ja, nein, vielleicht. Ja, doch, werden wir machen. Auch wenn mit Pech natürlich Sabretooth dann gleich Ghost Rider umbringt. Das werden wir sehen. So, sein Leben fast halbiert. Okay, nee, er geht auf Wolverine. Na gut, die Benommenheit ist vollkommen egal. Das ist am Ende des Zuges eh vorbei. I'm not going anywhere. You're gonna have to put me down. Oh, das werden wir. Got some more flunkies coming in. Okay. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Nobody knows you like I do, Creed. And I know this was just as much your doing as it was Lilith. What's there to know? It was a massacre, and I loved every minute of it. Das überrascht mich wenig. Also Seele entziehen 5-mal sind 135 Schaden. Höllenschwund dazu macht es aber mehr Schaden. Ja, 50% mehr. Kommen wir auf knapp 180, 100, ja, plus minus 190 Schaden. Eins, 2, 3, 4, 5. Ja, doch 5. Das können. Sogar über 200. Mhm. So, wir haben noch eine Aktion. Und ich würde sagen, die brauchen wir noch nicht mal. Bonk. If they die, they die. He's down, but not out yet. Das ist leider das große Problem. I will not fall for the same ruse twice. Thought as much. Ah, so ein hässliches Viech. You're welcome. Enough of this. Easy, kid. These were his people.
We did what we could, Blaze. That's what folks with bloody hands always say. If we do not stop the Midnight Sun, the entire world will get far bloodier. Not my problem anymore. Forget the damn prophecy. I know I sure as hell am. Aren't you gonna follow him? Nah, he may not have been listening. But I am. Keep talking, kid. Ja, damit haben wir jetzt Wolverine endlich freigeschaltet. Der auch ein paar sehr, sehr geile Karten in sein Deck kriegen kann. Generell, wir haben gefühlt vielleicht jetzt ungefähr die Hälfte des Spiels geschafft. Und ich freue mich so auf die Decks, die wir noch zusammenstellen werden. Weil da gibt es noch ein paar Karten, auf die freue ich mich ganz besonders. Aber gut. What happened at that carnival was a tragedy. One that could have been avoided. If you did not keep so many secrets... Oh, what is this, a duet? Since when did you two get so chummy? Don't change the subject. The spirits of vengeance have always been the secret guardians of the parchment of power. Guardians? Blaze is probably using the page as toilet paper right now. I met the guy. You're giving him too much credit. We did what we had to do. That secret kept the page out of our enemies' hands for centuries. At what cost? You cannot win this war with secrets. Magic is right. If we're going to stop Lilith from causing any more massacres, we need to come clean with each other, now. There is nothing else, Captain. I wish I could believe you. So do I. Then I don't see a point in continuing this conversation. Ja, schwierig. This is bull. Grade A bull. I wish I could have helped today. I can see you are still upset, Ileana. Of course I'm still upset. Caretaker continuously stonewalls us and expects all of us to just go along and make nice. But it never works out that way. You would think she would have learned by now, but I guess not. She should trust us more. Ja, definitiv. If you were to be completely honest with yourself, you would have to admit that you do not trust her either. How could I? She keeps too many secrets. She always has and always will. Distrust only breeds more distrust. Neither Caretaker nor Tony told us she gave the page to Blaze for safekeeping. They should know he's one of the least safe people on the planet, no matter what Robbie says. Now all that stands between this realm and Chthon is that overrated stuntman. Entrusting it to him was a mistake. And do you have a better idea to whom we should entrust something of such value? I'd give it to Nico to hold, and if she didn't want to carry the weight of it, I would. And you would be willing to risk your soul holding it? It is said to have demonic effects on its keeper. Demonic effects? I'm already as demonic as this realm will tolerate. I don't cower from the darkness. I am made from its fabric. I could handle it. But alas, they did not give the parchment to me to hold. Blaze has the parchment, and I cannot change that. Let's just hope he can hold on to it. Is Ja, Steve das Rogers hoffen wir everyone's definitiv. ideal dad? So, einmal umziehen und mal Wolverine kennenlernen, würde ich sagen. You know, it's kind of rude to walk around in here and not give me so much as a hello. I assumed you were asleep. I don't sleep much. But that doesn't stop me from enjoying the company of a comfortable bed when I spot one. After that fight at the Quentin Carnival, I suppose we all could use a lengthy rest. I can't get too comfortable. Not so long as Sabretooth's still out there.
He is your quarry, I take it? I guess you could say that. We have a history. None of it nice. Though he's definitely changed. His nasty side got, well, nastier. Lilith's evil is seductive. She can easily corrupt anyone. Creed was always a homicidal monster. But now he's really taken things to the next level. Does not look like you are planning to stay long. Some find our abbey to be a bit unnerving. Oh, this place is nothing. You'd be surprised at some of the places I've rested my boots. You are in the desert one day, Salem the next. I wonder what you are running from. A moving target's harder to hit. It all depends on the skill of the hunter. True. I see the way you're looking at me. Who's this mysterious guy hanging out in my place all of a sudden? Perhaps. Tell you what, I've got a little break between people trying to kill me, so let's have a little chat. What do you know about this Johnny Blaze? He's a flaming jackass. Used to be known as the Spirit of Vengeance, until even his attitude got too bad for that job. Seems like he's really committed to the carny life now. Must be the funnel cakes and fried candy bars. Do you think a man like that is up to the challenge before him? Guarding the parchment of power is not a task taken lightly. Yeah, we faced some vile customers together. He may not have the flaming skull thing anymore, but he's got guts where it counts. Das ist schon viel wert. How long have you known Sabretooth? Seems like you two have a history. His real name's Victor Creed, and you're right. We've got bad blood going back a long time. Believe it or not, we used to be teammates and pals. Kinda. They say familiarity breeds contempt. Yeah, well, they get things dead on sometimes. Didn't take me long to notice he wasn't exactly playing with a full deck. Creed and I have long since chosen to follow different paths. Yet somehow we keep ending up at the same friggin' destination. You seem like a nomad, but surely you have a place you call home. I guess you could say Xavier's place has been the closest thing to a real home I've ever had. Who? Oh, Professor Charles Xavier. He's got a swanky place outside of New York City. A private school. Lots of space and plenty of interesting folk. It's a lot like your Abbey here. Except Charles has a baseball field. Baseball? Yeah. If you got interest, I'd be happy to explain all the rules sometime. Ich finde es halt interessant. Die haben sich echt ziemlich viel Mühe gegeben, finde ich, mit den Haaren, dass halt auch teilweise wirklich so einzelne Haare irgendwie zu erkennen sind. Und bei seinen Körperhaaren halt so null Effort. Einfach drauf geklatscht. You seem to know everyone. I assume you know the Midnight Suns as well. I know some of these kids. Didn't know they got themselves a band name. Who do you know? Magic, for instance. She's the kid sister of a buddy of mine, Pyotr Rasputin. I call him Colossus. Interesting. You and she have similar attitudes. Maybe because we have similar backgrounds. I grew up in Canada, surrounded by wolves, and she grew up in Limbo, surrounded by demons. Which place is worse, Canada or Limbo? Oh, Limbo. They don't have hockey. Scheint auch ein knappes Rennen zu sein. I have taken up enough of your time. I should go. It's been a pleasure. If you have more questions, you know where to find me. Hunter, you there? I'm in the library. It's super important you meet me here ASAP. Ich wollte eigentlich erst noch mit Leuten abhängen. Das machen wir auch noch zuerst. Moment. Jetzt mal kurz noch dieses Gespräch hier. Auch wenn's... Oh, Hunter, you here to yell at me too? Vielleicht.
They're accusing me of keeping secrets, as if that's the biggest problem we have right now. I don't know, maybe the demonic green sky over New York was too subtle for them to notice? I think they noticed. Well, it wasn't intentional. We were supposed to win in New York. We weren't supposed to lose the Sanctum, or Avengers Tower. Or Banner. I mean, call me crazy, but would sitting everyone down and telling them all about Blaze and the Parchment really have made a difference? I understand why you did it. The fewer people who know about the Parchment, the better. That's exactly right. When everyone operates on a need-to-know basis, they can focus. Is that how you are able to focus? Well, no, I need to know everything. Things are spiraling out of control, and right now, I just need to figure out what to do about this prophecy. You really think you can stop the Darkhold's prophecy by working in here? Well, I'm kind of known for making the impossible possible. Give me a couple hours and a decent lunch, maybe an Italian hoagie, and I can fix anything. Trust me. If you want to stop the prophecy over lunch, I think you will need a bigger lunch. Well, I need to be careful not to eat too much, especially carbs. I just blow up and, blow up. Huh. Please excuse me. I need to jot down some ideas. Are you making prophecies of your own? Shoo! Go! Go! Genius at work! Gotta get a sign. Ja, die Sache mit dem Sarkasmus ist schon schwer für Hunter. So, Blade ist Stufe 2, Robbie ist noch Stufe 1, Deadpool ist noch Stufe 1 und Storm ist noch Stufe 0. Ach komm, sind die da gerade so schön, also. I have another question for you. What might that be? Have you ever used your powers for mischief? What do you think? Definitiv. I would hope you have fun with them every now and again. Powers aren't always meant for fun, but it does sound nice, doesn't it? In all honesty, I use my powers to help mitigate bad weather. If it's raining, instead of stopping it, I'll create a little pocket of space where no one gets wet. Always in service to others, I see. Always. Who knows? Maybe one day I'll make it rain cats and dogs. I know that is an expression, but I wish you could do that literally. Me too. Okay, ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Ne. Das vielleicht. Weil Mary Janes, das ist definitiv Peter. Führung von Lieutenant Colonel Rhodes. Ist halt die Frage. Das wird wahrscheinlich eher was für Captain sein. Obwohl Rhodes, also War Machine, ja eher Tonys Freund ist. Ach komm. Ich glaube, Taktik der Ältesten. Das ist auf jeden Fall auch was von Dingens. X-Men ist vielleicht was für sie. Dann nehmen wir die X-Men. I had a fantastic time. Well done. Okay. So, ich würde aber sagen, das Gespräch mit Nico und alles, was darauf folgt, gehen wir in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns am Mittwoch hier wieder. Ich gucke jetzt mal eben fix. Es sind keine... Doch, da hinten ist noch eine Truhe neu aufgegangen. Die holen wir uns noch fix. Und dann machen wir Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.